Hallo YouTube, seit langer Zeit sind wir mal wieder da mit einem Reaction-Video. Nämlich hat Daniel Negreanu dieses Jahr über 2 Millionen Dollar verloren und dazu ein Video hochgeladen, wie er praktisch darüber spricht. Ich habe es noch nicht angeguckt und wir schauen jetzt einfach mal rein und reagieren darauf. Okay, und los geht's. Alright, hello everybody. Every single year, I do it on X, Twitter, whatever the hell you want to call it, I post my results each and every year, win or lose. And throughout the years, I gotta say I've been incredibly fortunate to only have one losing year where I lost about 1 million, another one where I broke even, and then winning years every other year. And that's difficult to do when you play tournament poker because of the nature of the game and the sample size. You know, you're talking about 100 tournaments-ish, you know. Okay, wir unterbrechen hier kurz. Vielleicht haben wir... wir haben wahrscheinlich keine deutschen Untertitel. Okay, weiter geht's. And over 100 tournaments, you can go through really bad streaks and you can go through really good ones. So throughout my career, I've been very fortunate. And we're going to go over the results as always, and I'll just lead with it because why not? Here you go, ladies and gentlemen. Voila. This was my 2023. Wow. Whopping big old number. As you can see, we've hit the 2 million mark. So on record from, when I've been keeping track, this is going to be my worst year that I've had. So what I do at the end of a year like that is, I start to break down what exactly happened. And was ich auch direkt interessant finde, muss ich sagen, also mir schießen direkt ein paar Fragen halt in den Kopf. So, erste Frage war, ist das alles auf Own? Hat er davon Anteile verkauft? Wie hat er das berechnet? Also wir werden sehen, vielleicht klärt er das noch auf in dem Video. Okay, er wird wahrscheinlich das meiste einfach beantworten, aber das ist so eigentlich die erste Frage, die sich für mich aufgetan hat. Man sieht jetzt durch die Kamera nicht die letzte Ziffer, also es ist eine 4 einfach. Hier, aber wir wollen die Kamera einigermaßen groß lassen. Also über 2 Millionen verloren. Und genau die nächste Frage, die sich halt für mich auftut, die er wahrscheinlich nicht beantworten wird, ist, wie groß ist sein Gesamtvermögen? So, das ist natürlich halt, finde ich eigentlich auch sehr interessant. Also, wie viel im Verhältnis zu seinem Gesamtvermögen hat er verloren? So, ich würde zum Beispiel annehmen, ich weiß nicht, ihr könnt es auch in den Chat schreiben, was ihr denkt, aber zum Beispiel, wenn das jetzt auf Own ist, also sein eigenes Geld, dann sollte sein Gesamtvermögen halt mindestens 50 Millionen aufwärts sein. Wahrscheinlich eher sogar mehr. Weil ich glaube, sonst wäre das wahrscheinlich, crazy risky, dann wäre das einfach kein gutes Bankroll-Management. Ja, wobei, wenn man jetzt seine letzten 10 Jahre anguckt, wie er gesagt hat, er hatte nur ein Losing-Jahr, vielleicht auch einfach, deswegen ein Argument, dann halt wahrscheinlich mehr Anteile selbst zu nehmen oder alles selbst zu nehmen. Man weiß es nicht. Vielleicht wird er einiges davon beantworten, aber auf jeden Fall, um mal direkt ein paar Fragen aufzuwerfen, was mir so im Kopf rumschwirrt. I know a lot of you armchair quarterbacks are going to tell me a whole bunch of reasons why, and you're wrong, most of you. Some of you may have it, but I don't really need your unsolicited advice, and I'm sure there's going to be plenty in the comments, and I promise not to read any of them. Okay? Because listen, auch interessant, so, es ist immer das Gleiche, wie er einfach schon praktisch vorgreift, was ich auch oft mache, und ich glaube, viele Influencer bei vielen Themen machen, weil er weiß natürlich jetzt schon, dass dumme Kommentare kommen, und das ist so krank, und das ist das Schwierige dran, was ich auch nie schaffe, ist einfach drauf zu scheißen, zu ignorieren, fängt er jetzt schon an, sich, auch wenn es nur im kleinen Rahmen ist, sich zu rechtfertigen. So. Weil er halt weiß, viele werden dann schreiben, oh mein Gott, 2 Millionen, und dann, keine Ahnung, vielleicht sagt sogar irgendein Idiot, dass er spielsüchtig ist, obwohl er seit, keine Ahnung, über 30 Jahren professioneller Pokerspieler ist. Aber es ist halt krank so. Trotzdem einfach wird sich jedes Mal gerechtfertigt. Es ist Wahnsinn. I've been doing this for 30 years, so the person with the most insight about, my results is going to be me. So I have the bird's eye view. A lot of you get to see the vlogs and you see kind of a lot of the big spots, in those all-in moments just hasn't gone my way, and a pretty crazy number, like in terms of my win percentage and all in pots and stuff like that. So let's take a deeper look at, the numbers, if you will. So every year, you're usually going to have, if you play the high rollers, you're going to have a couple $100,000 score, $200-300 at least,
I didn't have one. I didn't have any scores that were like over 100. I think I only had like 2 scores over 100K, and one of them was in a 50K buy-in. So really just missed out late, deep in a lot of tournaments. Because if you look at the number of cashes, and you know, percentage-wise, I played 145 events this year, which, as you can see, is way up. That's the most events I've played in a single year, like ever, pretty much, or since I was much younger. And you can take a look here at sort of the progression, year to year. Okay, ist schon krank. Ich hätte eigentlich bei der vorigen Grafik anhalten sollen, aber also er hat basically, okay, es ist trotzdem, wenn man es zum Beispiel jetzt auch hier, die Zahl, wenn man es mit online vergleicht, 145 Turniere, das ist halt gar nichts. Also es ist nichts. So. Ich spiele circa pro Session 30 bis 40 Turniere. Das heißt, die Zahl habe ich nach 4 Sessions abgehakt. Oder 4, 5 Sessions. Ist die Zahl erledigt. So. Also nach einer Woche. Und das ist praktisch, klar, Live-Poker in einem Jahr. Das ist crazy, wie wenig das eigentlich ist und dadurch auch, wie hoch die Varianz ist. Und was ich meinte mit der vorigen Zahl, so, er hat halt natürlich einfach mal auch ein Jahr alles durchgebrickt. Er hat halt, keine Ahnung, wie man gesehen hat, irgendwie ein paar Min-Caches gelandet. So, oder Min-Caches waren praktisch seine größten Scores bei den Buy-ins, die er hat. So, aber es ist halt, es musste früher oder später so kommen. Und eigentlich ist es noch kranker, wenn man sich die Zahlen der vorigen Jahre anschaut. So, er hat einfach, guckt euch mal an, wie wenig Turniere der eigentlich gespielt hat. Und dass er da in, was waren das, 8 von 9 Jahren alleine Winning war, er läuft eigentlich die letzten 10 Jahre wahrscheinlich so krank über Erwartungswert. Also es ist einfach super lucky gewesen, die letzten 10 Jahre. So, dass es halt eigentlich schon danach geschrien hat, dass irgendwann so ein Jahr mal kommt. Ja, also crazy einfach. We'll get into that a little bit later, but when you look at the cash percentage, just for the record, I do this wrong, if you will. I don't do it per bullet, so the number's going to be inflated. You know, where it says something like 25%-ish in cashes. That number's inflated because I just count the entire tournament. So if I spent 2 bullets in a tournament, I cash. Okay, das ist eigentlich nicht schlecht so. 27% in the money. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Quote. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, natürlich bei Live-Events, vielleicht werden auch immer ein bisschen mehr Leute bezahlt als jetzt online, also irgendwie 15% des Spielerfeldes statt irgendwie nur 12 oder 10, wie online manchmal. Aber trotzdem, ja, also trotzdem 27% in the money ist krass. Cashed, I consider it 1 for 1 rather than per bullet. So the actual cash percentage is going to be lower than what you see here because there are rebuys throughout. Okay, got into a little bit. Okay. Er hat es ja gerade gesagt. Die eigentlich In-the-Money-Quote ist kleiner, weil die Rebuys da nicht reingezählt haben. Also er hat oft halt gerebuyt und, also, okay, ja. Das ist aber auch, wo ich zum Beispiel wieder denke, warum macht er das dann so? Er schreibt jetzt nur, okay, da muss ich sagen, das ist wirklich ein Kritikpunkt. So, er schreibt Events Played, aber Events Played ist ja nicht die komplette Realität. Das ist ja wie, wenn du, keine Ahnung, von Umsatz redest, aber eigentlich Gewinn meinst oder eben andersrum. So, also er müsste ja eigentlich die Rebuys, also die, wo er sich nochmal eingekauft hat, bei diesen 145 Events dazu zählen. So, also es ist bestimmt, er hat sich bestimmt bei jedem dritten Event nochmal eingekauft. Oder bei jedem zweiten Event eigentlich. So funktioniert es. Also er hat wahrscheinlich über 200 Bullets gespielt. Okay, das macht die Sache ein bisschen besser von der Varianz her, aber es ist halt trotzdem natürlich im Vergleich zu online einfach nicht viel. Nitty-gritty there, but let's start off the top with sort of my notes on my own year and what went right, what went wrong. And this is kind of how I coach myself. It's how I coach other people. Whatever it is, whether it's a tournament or a year or whatever you're doing, at the end of it, simple coaching triangle. What worked? What didn't work, right? Forget about the result, you know? You look at the result that occurred, and then you sort of like work backward and say, okay, what are some of the things that I did that worked really well? And what are some of the things that maybe I can change and improve upon? The first thing, I came into the year, remember, I had a year saving, if you will, win in the Super High Roller Bowl, which, you know, banked me $3.3 million in December of 2022. And I was high on the victory because I came in there with some significant. Okay, das ist sehr interessant. Warte,
sorry, dass ich so viel dazwischen quatsche, aber es ist wirklich mega interessant. Wird wahrscheinlich über eine halbe Stunde YouTube-Video, aber weil es ist halt crazy. Also er hat 2022 1,6 Millionen Profit gemacht, aber im Dezember das Jahr gerettet, weil er 3,3 Millionen gewonnen hat. Das heißt, wenn dieser 3,3 Millionen Win am Ende vom Jahr nicht reingekommen wäre, wäre auch 2022 schon fast 2 Millionen down gewesen. Das ist auch sehr interessant. Also das hätte auch easy 2 solche Jahre in Folge sein können. So, wir gehen ein bisschen vor wieder. And I was high on the victory because I came in there with some significant exploits. I was using limpin' as pimpin'. I was doing a lot of things size-wise to really mess with my opponents, and it worked flawlessly. I went almost wire to wire in that one after, of course, hitting that crazy hand against Bryn Kinney, where he had aces full and I hit runner quads, which was nice. And it's funny because I didn't even have the nuts. A straight flush was possible there. So yeah, after that propelled me there. And I came into the year a little bit too, what's the word? High on my britches, just like, feeling too good probably about where I sit. And what that led to was me sort of coming in and being nonchalant, not caring as much. Because I went from, 300K buy-in, winning 3.3 million, to playing some 10K buy-in tournaments, right? And ultimately, I found myself not really caring as much about each bullet, rebuying too much, being sloppy. Like I remember a PLO tournament at the Win early on where I was just like raising dark and doing stupid stuff, like not caring as much. Because just, again, that's part of what's called winner's tilt. People think about tilt and they always think about, well, when you're losing, you tilt. But sometimes when you've won or you're winning too much, you get sloppy and you start to play poorly as a result. And that was kind of what was happening with a lot of the bullets, right? Das ist eigentlich auch ein interessantes Thema. Habt ihr es alles verstanden? Also praktisch, er erklärt praktisch, dass es gibt nicht nur Tilt, wenn man praktisch verliert, sondern es gibt auch, wenn man gewinnt, Tilt. Und das ist auch, wahrscheinlich vielleicht auch ein paar von euch, aber was ich auch schon öfters erlebt habe, ist das zum Beispiel, wenn ich eine Session hatte, am Tag davor, wo ich, keine Ahnung, gerannt bin wie Gott, 2 Turniere gewonnen, keine Ahnung, etliche 1000 im Plus gewesen und dann am nächsten Tag Spiel, dann nehme ich zu marginale Hände, dann gamble ich zu viel auf Bounties, weil ich dann einfach denke, weil am Tag davor, wenn man so einen krassen Winning-Tag hat oder eine krasse Winning-Session, dann ist es halt auch automatisch so, dass natürlich in der Session alles funktioniert und man basically alle All-Ins gewinnt einfach, so. Und das überträgt man dann halt praktisch auf die nächste Session und erwartet, dass das wieder passiert. Und das führt aber dazu, dass man nicht mehr so gut und präzise spielt, sondern dann eher eben zu marginal wird, weil man denkt, oh, ich gewinne ja sowieso jede Hand, so wie am Tag davor. Und das führt dann praktisch wieder zu einer negativen Auswirkung, dem sogenannten Winner's Tilt, dass man dann praktisch erwartungswerttechnisch schlechte Entscheidungen trifft und dadurch praktisch eher mehr Geld verliert, so. Obwohl man meinen könnte, hey, du hast ja jetzt viel gewonnen, du solltest jetzt in einem guten Mindset sein, positiv, und ja, Bock haben zu spielen und das sollte sich positiv auswirken, kann sich aber eben auch genauso negativ auswirken. I'm just gambling too much and being goofy and not caring enough, right? Because again, the money isn't life-changing for me in a 10K, but I care about winning and I care about putting up good results year in and year out. And when you start off the year being loosey-goosey, if you will, playing sloppy, you can dig yourself a big hole that you don't necessarily get to just get out of by winning the super high roller bowl at the end of the year. Okay, so that's number one, was winner's tilt. That's what I came into the year with. Number two, now this is a big one. This is going to affect what we talk about going forward to 2024. Number two is I played too many tournaments. Again, if you look, that was 145 events compared to 107 the year before, and then less and less even before that, all the way down to like 60 events in 2018, I believe. So just by sheer numbers, I was playing far too often. Part of the reason for that was I sort of made the mistake of making a couple side bets, and they weren't even that big or that important, but I made a couple side bets on PokerGo Tour points, against basically the only biters I got was Alex Fox and Kerry Katz. And Kerry actually, midway through the year, he was burnt out, and he canceled his bet. So really all I lost was a small peanut to Alex Foxen on that. But what it did was, it had me playing in the studio a ton, right?
Normally my schedule is World Series of Poker heavy. June, July, I'm playing pretty much every day. But outside of that, not so much. This year, my God, there was just a lot of poker being played. After the World Series, I usually take my 6 weeks to get back into shape, but we had, I think it was Poker Masters, US Poker Open, Super High Roller Bowl, the PLO Series, the Mixed Game Series, the PLO Super High Roller. Boom, boom, boom. Right after me playing online on GG Poker, streaming it. So I was putting in essentially another World Series of Poker-like effort, not too far after, about 4 weeks after. And that doesn't bode well for me. And the reason is this. Generally speaking, when I play too many tournaments, it leads to, well, listen, I'm older, so it leads to some fatigue for sure, which leads to some weaker plays, just not as focused and things like that. But it also leads to some sloppiness where you just don't care enough about each bullet and, as much as you should. So I do my best when I really want to play. Not when I feel like, oh my God, I got to go play. Or I just, and when you're in one of these series and you're playing, Player of the Year stuff, which we're going to get into later, which is going to be a big shocker to you, you're sort of forced in to play, right? You don't just not play. Even if you don't feel it, you're having an off day. Das ist schon auch ein sehr interessanter Punkt. Vor allem, was ich auch so krank finde, ist, das ist wahrscheinlich der erfahrenste oder einer der erfahrensten Pokerspieler der Welt, der schon so viel solche Sachen und Emotionen durchlebt hat und trotzdem macht er auch noch diese Fehler, so, dass er sich eben überarbeitet, weil, also unabhängig davon, dass natürlich das wenig Turniere im Vergleich zu online sind, will ich natürlich das nicht kleinreden, weil Live-Poker so krank anstrengend ist, weil du auch einfach teilweise viel, viel längere Stunden dort sitzt. Du spielst halt dann meistens, die Tage dauern halt immer zwischen 12 und 14 Stunden, wenn du halt weit kommst. Und ja, also der spielt sowieso, wenn das dann so High-Roller-Turniere sind, da kommst du meistens sowieso eigentlich immer in Tag 2 oder kannst dich dann praktisch nochmal einkaufen, auch in Tag 2. Das heißt, du spielst halt immer diese 12 Stunden Tage Minimum und das ist halt wirklich krank erschöpfend. Und ja, also es ist interessant, dass er halt trotzdem noch, obwohl er so viel Erfahrung hat, einfach diese Fehler macht und sagt, fuck, ich habe zu viel gespielt, zu wenig Pausen, zu wenig ausbalanciert. Und ja, das muss ich einfach nächstes Jahr jetzt wieder ändern. So, klar, er gibt jetzt seinen Sidebets, die er hatte, die Schuld, aber generell wahrscheinlich, so wie der andere, hat er auch gesagt, mit dem er die Sidebet hatte, der hat die Sidebet einfach gecancelt. So, er hätte sie auch canceln können, aber sein Ego war zu groß, so, obwohl er schon diese Erfahrung wahrscheinlich oft genug gemacht hat und musste dann trotzdem diese Erfahrung wieder machen und kann es jetzt erst ein Jahr später reflektieren. Also crazy. Go in there. And when I'm doing that, I simply am not as successful, period. And I don't know that anybody is, but for me, I think it's pretty significant. So that's number 2, playing too many tournaments. Now, number 3, and you're going to say, oh, Daniel, you're just whining, but facts are facts, okay? Bad luck in the wrong spots, okay? If you look at the number of caches, I think I had 39 caches, okay? And again, the biggest ones were like 120,000. Now, part of it was, some good run in these, especially at the World Series in the summer, in the $1,500 buy-in, 3,000 and under buy-ins. I made some crazy deep runs through thousands of players. I was consistently coming 40th, 50th. I played in the Giant, which had 23,000 players, and I finished the top 100 in that one too. So a lot of really deep runs and good run in those events that are exceptionally hard to win just by sheer numbers. So, and again, you don't get to choose when you're lucky and when you're not, but like I said, deep runs in those, not all the way to the finish line, but cutting through a very big percentage of the fields. Now, in the high rollers, the ones that matter, the 25K and above, the 50Ks, the 250Ks, the 100Ks, nada. Did not run well in those at all, right? Lost a lot of all-in key situations, where there's flips. And we'll get to this too, but actually we'll get to it now. Yeah, so yeah, we'll roll right into it now. So, ich finde, das ist auch ein interessanter Punkt. Oder was ich auch versuche bei diesem Video ist, auch praktisch zu gucken oder zu kontrollieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber auf eine Art und Weise zu schauen, ob er sich selbst richtig reflektiert. So. Weil gerade auch das ist ein sehr gefährlicher Punkt, zu sagen, okay, ich hatte einfach Pech, weil man sich das auch schnell einfach einredet, obwohl man vielleicht gar nicht winning ist. Gerade auf dem Level, so gegen absolute Maschinen, die einfach wahrscheinlich
halt mehr theoretisches Wissen haben wie er aber dann durch seinen Life-Skill und Erfahrung halt wieder viel wettmacht. Man weiß halt wirklich nie genau, was überwiegt da jetzt, wer macht dann dadurch mehr Erwartungswert so. Ist es wertvoller, diese Live-Erfahrung zu haben und diese psychologischen Talente und Aspekte, oder ist es wertvoller, halt strategisch on point zu sein und einfach vielleicht nichts preiszugeben, emotional. Aber trotzdem muss man sagen, ich finde auch hier, es ist nicht falsch reflektiert von ihm, weil er hat ja am Anfang so seine höchsten Caches gezeigt und auf dem Limit, wie er spielt, 50.000er, 25.000er, 100.000er, der größte Cash 120.000 zu haben, ist schon mega wenig und das ist natürlich am Endeffekt halt mit Sicherheit auch wirklich das Ergebnis von einfach Pech. So this is the next one, essentially, the next reason. And the next reason is when you play high rollers now, because players are so much better, your edge is much smaller, which means luck is going to play a much bigger role. Okay? So imagine you have a really, really big edge against an opponent. Well, it doesn't really matter what the cards are all that much, right? Because you're just going to beat them, in the trenches, if you will. But when you play in these high rollers, especially some of them are turbo-y structures, they're really fast, you need to win these all-ins. Like sometimes people look like a hero and they're like, wow, he must be the best in the world right now. And I can tell you that player is probably playing well as a result of running well, but to correlate that result, it's so highly unlikely that the number one predictor of why is luck, okay? Because every high roller you watch, you see a guy with ace queen against 2 jacks, okay? And then the winner of that hand has a big stack and the other one goes home. And the winner's a hero and the guy who lost, he's the dummy? No. And especially if you go through long stretches. And this year, as you saw, obviously, it's been very bizarre. But when you look at the bigger scope of things, and I think if you're an online poker player, you can probably relate to this more than anybody. And you look at sample sizes. Online players play so many more events than the average, and they'll see crazy swings where they're like down a significant number of buy-ins, over stretches. And like I said, for most of my career, I've never really had any crazy bad runs like that in terms of numbers. And in this year, again, I do gear up for the big events, so I don't think quote unquote playing too many tournaments was the problem. I think ultimately, you need to run better now because the players are good, if that makes sense. So maybe in 2004, even if I didn't run very well, it wouldn't matter because I'm not forced to force errors, okay? In 2004, I was just able to wait for people to make big mistakes, essentially. And I had a system that was very careful and secure. Today, you have to force some errors now, a little bit. You have to push the envelope. You have to fight in the trenches. If you don't, you get anviled. And I look, again, I go through my checklist every year. Number one, am I getting it in bad often? Well, we know that's not the case. Almost every time I'm all in, if you see, I'm usually ahead. Almost always, either at a coin flip occasionally or 2-to-1 favorite or better. Very rare. Okay, da muss ich sagen, bis dahin war es gerade sehr reflektiert. Ich fand es auch sehr beeindruckend, dass ihm das alles bewusst ist. So, die Spiele sind besser geworden, kleinere Edges, also dadurch wird die Varianz auch höher und so weiter. Dass er auch auf Online sich bezogen hat und da eben auch einfach dieses reflektierte Wissen hat, dass selbst online die Leute viel mehr Turniere spielen und da auch riesige Swings existieren. Aber das ist jetzt ein Punkt, wo ich sagen muss, das finde ich jetzt, das ist jetzt schwierig. Weil das hat keine richtige Grundlage. Und weil er ja sagt, er kriegt es meistens gut rein. Und das ist oft, ehrlich gesagt, sogar ein Problem, weil das ist kein Indikator dafür, dass er gut spielt, meiner Meinung nach. Oder nicht meiner Meinung nach. Ich glaube, da kann man viele fragen. Denn, okay, Bounty-Turniere sind jetzt live nicht so groß der Fall, aber es gibt auch oft Situationen, wo er es nicht gut reinkriegen sollte, sondern halt, wo er wirklich bewusst hinten ist, weil aber die Pot-Odds, also die Wahrscheinlichkeit, das zulassen. Und das ist finde ich aber so ein bisschen das ist so ein bisschen Amateurgelaber, okay? Also entschuldigt mich, dass ich ihn angreife. Offensichtlich will ihn jetzt nicht. Vielleicht kommt da auch wieder noch was, wo sich das wieder dreht, aber jetzt bis zu einem Zeitpunkt, das ist so ein bisschen Amateurgelaber, dieses immer so, oh, ich krieg's immer gut rein, so, oder ist immer mindestens ein Flip oder besser für mich und ich verliere die ganze Zeit nur. Das ist so ein bisschen so whining, aber also, es ist halt kein Indikator, weil du kannst halt zum Beispiel, wenn du ultra tight bist, also zu tight, du spielst einfach fast keine Hände,
dann kriegst du es auch immer gut rein. Weil du halt nur die stärksten Hände offensichtlich spielst. Und was ist das Resultat davon? Dass du natürlich irgendwann mal mit deinen stärksten Händen halt verlierst. Und dann kommt halt genau dieses Mindset auch zustande, wo du dann sagst, oh, ich krieg's immer gut rein, bla bla. Ja, aber du spielst viel zu tight und verlierst in ultra vielen Situationen, weil du zu wenig Hände spielst und zu tight bist, einfach EV. Also du verlierst Erwartungswert und in der nächsten Hand auch, in der nächsten halt auch. Hier eröffnest du zu tight, hier dreibettest du zu tight, hier bist du zu passiv. So. Und es spielt keine Rolle dann, ob du es am Ende immer positiv reinbekommst. Du kannst einfach trotzdem mit negativem Erwartungswert halt spielen, weil du den Skill einfach nicht hast und zu tight bist, so. Und deswegen jetzt mal gucken, was er noch dazu sagt, aber da muss ich direkt reingrätschen, weil das finde ich zum Beispiel, das finde ich kacke. Really, am I getting it in worse than that? So that's number one. Number two, am I paying off too much on rivers, where I'm just getting sloppy and paying it off and losing my slips? That's not been happening either. Then the third part is, maybe am I getting too short? People all comments like, oh, you keep getting short stacked. When you watch the vlogs, what you're watching is you're just watching the all-ins, right? And those all-ins typically are for an average, like I have an average stack, playing for heaps and then losing it or something like that. So it's not that either, right? So that's what makes me feel good about it. I do know, that focus in the sloppiness and a lot of the smaller buy-ins is something that I got to clean up. And again, I'm going to get to what my plan is there. So let's switch to that now. So, 2024, what is going to change for Daniel Negreanu? Well, first of all, I'm going to run better. That's already decided, right? Okay, let's knock on the poker gods' heads or whatever like that. But okay, so we're going to have a few different things, approaches in terms of what I'm going to do in 2024. And I haven't laid out my entire schedule yet, but most likely, we're looking at the World Series in full, as always. Looking at World Series Paradise. Hopefully that happens again. That was a blast. Oh ja, hoffentlich kommt es The nochmal. GG Series online, after the World Series. And then possibly maybe like Jeju. I'm looking at a Triton Series. I haven't played one yet. Really looking forward to playing a Triton. So here's some of the ideas after the year that I've sort of come up with for myself in terms of what I'm going to do. Number one, and this one really comes from, it's like I did this once in the Bahamas where I didn't rebuy in an event. And I just said, you know what? I don't feel like playing it. I'm just going to go to bed. And then I didn't, came back the next day, played a big one, played very, very well. I believe it was a 25K GG Millions. I got really deep. I cashed in that one. Muss ihn jetzt auch nochmal loben, bevor das vielleicht zu negativ sonst interpretiert wird. Also das Video sehr gut strukturiert und auch echt gut, dass er praktisch jetzt auch einfach präsentiert, okay, so klar, das sind die Sachen, die passiert sind, aber es geht jetzt generell darum, weil das ist natürlich auch das, was zählt, was ändere ich, so, was mache ich jetzt nächstes Jahr besser? Oder dieses Jahr in dem Fall. Again, I got unlucky in that one, but whatever. We're not talking about that anymore. That's 2023 stuff. 2024, whatever. We just win all in. So, number one, and really, again, Amanda mentioned it to me. She's like, you never, say I don't feel like playing and do well, right? You got a point. There's many times where I just go, I'll just play. I don't feel like playing, but I'm going to play. Doesn't usually work out, right? Yeah, sure, some of that's luck, but also some of it's just me not grinding out spots that need to be grinded out where you're like, shit, all right, I'll either get a stack or go home. That's not a good mentality to play tournament poker. You got to approach each and every decision as though it's your the most important one, if you will, right? Now I realize we're human, we're not robots, so you're going to have moments where your focus is intensified and higher stuff, and maybe you take some moments where you need a little break from it, and that's okay, right? But there was far too much of the break from it, and there wasn't enough percentage-wise of the intensity, right? Which is required for me to be at my best. And the intensity for me looks a lot different than someone like a Phil Ivey, who's, like this. For me, I'm doing that, but talking is still going to be a part of my intensity. I'm not going to become a robot or anything like that, but I will focus on number one, most importantly, don't play if I really don't feel like it. That might mean some days off here and there, even in a series. I'm not just going to force myself. Even if I'm going to race for something, which we'll get to, which just won't shock you. And I keep saying that we're going to get to it, but this will shock you. All right. Number two, don't just shrug, gamble, and rebuy. Okay? Like I said, winner's tilt started off the year for me where I was playing the PLO and just going all in dark and rebuying and being silly. Right? And it's a negative EV play. A lot of these people, they don't understand how rebuys work. Everyone thinks that, it's unfair. It's unfair somehow that a guy's going to play like an idiot and just go all in blind
and just be negative EV on that bullet, and it's unfair to the field. That's not true. That guy loses money doing it, I promise. And when I do it, that's not a plus EV play. Yes, it does give me a better chance to build a stack, but I'm paying double, triple, sometimes 4 times what you're paying to play in the same tournament. And again, there's no guarantees that just because I maybe win one, das then you're going to win. So overall, das ist ein sehr guter Punkt. That isn't a winning strategy. So I'm going to focus more on not being silly in any tournaments where, I'm just like, go all in, rebuy. And I'll tell you this, one thing that I can promise you. Das ist auch was mir auch manchmal passiert, einfach bei kleineren Buy-ins so. Wenn ich Turniere spiele zwischen 20 und $150, dann merke ich auch manchmal, dass ich einfach so, obwohl ich mir echt Mühe gebe und sagen würde, dass ich da jetzt, das auch extrem noch sich im Rahmen befindet, aber dann trotzdem gehe ich dann manchmal in einem $20, nehme ich irgendwelche zu marginalen Hände, wo, wenn ich, glaube ich, ehrlich drüber nachdenken würde oder wenn es ein 150er wäre und da, sag ich mal, ich das betrachten würde als die wichtigste Hand meines Lebens, würde ich wahrscheinlich eine andere Entscheidung treffen. Und ja, also klar, dass man nicht gamblen soll, ich glaube, das ist klar, aber ich glaube, das ist eher der Punkt, den er natürlich meint. Halt wirklich einfach, egal welche Situation, voll ernst nehmen und da jedes Mal versuchen, den Spielzug mit dem höchsten Erwartungswert zu treffen. Anytime I sell pieces, World Series or whatever, I never do this stuff. Like, it's only... Okay. Er verkauft auch Anteile. Klar. Hat er jetzt gerade gesagt, zu meiner Frage ganz am Anfang. Also wahrscheinlich nicht komplett die 2 Millionen selbst verloren, oder die 2,2, aber er verkauft wahrscheinlich auch nicht mega viel. With my own money, when I'm like, who cares, right? When there's packages on the line or anything like that, I really try my best, But, again, even in that regard, we're going to do even better this year with a few things. Number 3. And this one's simple. Stay humble and work hard, okay? So, as I said, I came into the year a little bit too big on my britches or whatever. That's a saying. I know what it is, and somebody in the comments can tell me. Is it big on your too big in my britches? I don't remember. But, it's a britches thing. There's something about britches. So, I'm just going to realize that, listen, my opponents are good. I need to bring my A game. I also need to work, on different spots and making sure that not just like, you never want to be the guy. And I did this, I remember when I was like 23, 24 and I was playing the World Series and I was in the trenches. I'm grinding. I'm Mr. T, Clubber Lang. And I'm watching, and I won't name them, but there's older guys that are pros, world champs, and I'm like, they're babbling about how bad these young guys are and how aggressive they are. And I'm thinking, you guys suck, okay? You just don't see it. You don't know yet how much better I am already than you. And I never wanted to allow myself to be that guy, and I won't, right? So the humility comes from just respect for what the younger generation is doing and not poo-pooing and go, Solver says this, Solver says that. Listen, I'm always going to exploit people. That's always going to be a part of, the fabric of what makes me good at what I do. But that doesn't mean that I throw theory out the window, right? You have to continue to stay up to date and put in the work, Da muss ich auch sagen, das ist so ein kranker Punkt. Das ist der Grund, warum Daniel Negreanu immer noch mit seinem Alter auf dem höchsten Limit competen kann. So. Weil er einer der wenigen ist, die sein Ego überwunden haben und verstanden haben, dass dieses theoretische GTO einfach trotzdem krank wichtig und gut ist. So. Natürlich sagt er, wie auch gerade, er wird trotzdem immer exploiten. Das machen aber viele von den anderen guten jungen Spielern auch, wenn sie irgendwo Exploits, also Schwächen erkennen, wo sie die ausnützen können. Aber das ist wirklich ein Riesenpunkt. So. Weil man sieht so, wer von der älteren Generation, die halt dieses Jahr Street Poker und so, wo das alles noch nicht da war mit diesen Solvern, spielt jetzt noch wirklich regelmäßig auf den höchsten Limits. Und und befindet sich im Wettkampf mit diesen ganzen jungen Leuten. So, und da ist auch die Frage, warum sind das nicht mehr? Weil die anderen alle nicht mehr competen können. So, die jammern immer nur rum, die spielen so aggressiv, interpretieren das auch aus irgendeinem Grund dann als schlecht und sie wären schlecht, so wie es auch gerade gesagt hat, aber competen dann trotzdem nicht auf dem Level, weil sie halt eigentlich, wenn sie ehrlich zu sich wären, einfach wissen, die können da nicht mehr mithalten. Dieses theoretische Wissen ist so groß geworden und auch so wichtig und hat so einen krassen Einfluss auf den Erwartungswert, dass du rein mit Street Poker und mit
Leute gut lesen können, einfach kein Geld mehr machen kannst. Und schon also auf kleinen Limits ja, aber auf den höchsten Limits ist es einfach nicht mehr möglich. So, es ist nicht mehr möglich. Das ist wie auch in Sportarten und was weiß ich alles, die sich einfach krank weiterentwickelt haben, wo einfach jedes kleine Quäntchen zählt. So. Und ja, und das finde ich das Geile an Daniel Negreanu, dass er einfach da so nicht wie viele anderen wahrscheinlich in seinem Ego gefangen ist und einfach verstanden hat, dass es einfach auch wichtig ist für ihn, da auch reinzuarbeiten, weil er sonst halt einfach abgehängt wird. So. Weil einfach dieses theoretische Wissen ein riesen Aspekt davon ist, winning zu sein oder nicht. So. Auch wenn das im Live-Poker natürlich auch psychologisch groß ist, bla 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 und so weiter und so fort. Und das ist geil. And sometimes that means, asking for help, some other people that are, in the trenches. Like, I've never been a computer nerd or whatever. I did learn to work with solvers and things like that, but that was never my bread and butter. So, to help me in that regard, that's something that, I want to be cognizant of, right? And we've gone over this many times, but if you're going to deviate from the norm or from a GTO line, first and foremost, you have to know what the damn line was. Because if you're not, you're just guessing, right? So when I see somebody over bluffing in a spot, well, how do I know they're over bluffing, right? The only way to know that is to know what is the optimal percentage they should be bluffing, or what types of hands should they not be bluffing with, et cetera, et cetera. So unless you know that stuff, when you do know that stuff and have a deeper understanding for the baselines, now you can be a much more effective poker player. Nice. All right, this is the big one. Nice. Okay? This is the big one. All right. So, World. Und auch, muss ich auch nochmal klarstellen, so, ich will nicht die alte Generation damit schlecht machen oder sagen, die können nicht pokern. Ich beziehe mich nur auf die Leute, die praktisch diese Sturheit an den Tag legen und es halt nicht mehr schaffen. Und ich weiß auch, oder ich glaube, das weiß man auch aus Studien, dass es halt umso älter man ist, umso schwieriger ist es, von seiner Position abzuweichen, dadurch, dass man halt schon viel mehr Erfahrung gesammelt hat und dadurch halt durch diese Erfahrung, die man hat, vielleicht auch dann eben ein bisschen festgefahren ist, weil wenn es über einen längeren Zeitraum so war, wie man eben denkt, dann ist das die Realität für einen. Wenn sich das dann natürlich aber über einen noch weiteren Zeitraum dann halt irgendwann ändert, man aber halt sich das praktisch über 10 Jahre lang festgefahren hat, weil es 10 Jahre lang so funktioniert hat, ist es natürlich super tough, dann nach 20 Jahren zu realisieren, oh, jetzt hat sich doch was geändert, weil 10 Jahre lang war ja alles fein, so wie es war. Deswegen, ich verstehe das, es ist, wie gesagt, ich glaube, das ist erwiesen, es ist jetzt natürlich schwierig, ich kann jetzt keine Studie vorweisen, aber es ist erwiesen, dass es im Alter schwieriger wird, so, weil man da einfach sturer ist und auch dann dadurch, durch die Erfahrung eben Schwierigkeiten hat, sein Ego zu überwinden. So, aber das ist mein Punkt. Trotzdem kritisiere ich dann diese Leute so und nicht generell gegen alte Spieler so. Genauso wie das auch scheiße ist, weil ich verstehe das auch, wie dann eben so die ältere Generation gegen die Jungen schimpft. So. Und auch die meinen wahrscheinlich halt die jungen Online-Spieler, die jetzt gerade frisch 18 werden, ein Jahr lang ein paar Charts auswendig gelernt haben und denken, sie sind die geilsten Pokerspieler. Wenn du die live an den Pokertisch sitzt in Vegas, die werden zerlegt. So. Das ist auch, die Erfahrung musste ich auch machen, so, das ist, oder sehe ich auch immer wieder, dass ich da einfach, da sind halt so junge 18-, 19-Jährige, die waren ein Jahr lang super lucky, die haben noch gar nicht verstanden, was Varianz eigentlich ist, so, und dann gehen die direkt, keine Ahnung, wenn sie frisch 21 werden oder so, gehen sie nach Vegas und denken, sie crushen da jetzt und werden einfach einen Monat zerfetzt, weil es einfach eine andere Welt ist und weil sie einfach über Erwartungswert gelaufen sind und dann müssen sie auch erstmal wieder zurück in die Realität geholt werden. Also es geht in beide Richtungen, dass einfach zu großes Ego super, super schädlich sein kann. Series of Poker Player of the Year is incredibly important to me, right? I've won it twice and, I won it 3 times, really. And then 4 days later found out that no, Robert Campbell won. So it was the first of 3. They took one away. Such is life. Ha! Ding. So this year, and I'll tell you why, I am not going to focus on WSOP Player of the Year this year. Not going to do it. What?
That's a big thing for you, blah, blah, blah. Here's the thing, okay? The system is broken, and it has been broken for a very long time. And you see that. You've seen that in the vlogs in 2019 where we're running around, dropping stacks, rebuying, being sloppy, all in, all this stuff, just to chase a title that is for no money, you know? So all these players, like the Deebs of the world, and everybody were burning money, equity, to win this, you know, picture on your wall type thing, right? And then also the biggest thing is you're also forced to play the online events while you're playing live. And sometimes there's two of them. I remember specifically being in the 10K short deck, which I really wanted to be in, and I enjoy the game. But one of the keys about that game is you really got to focus and pay attention. How people are checking, who's interested, who's not. Because there's a lot of little stealing that should be going on. Well, I'm missing everything because I got 2 online tournaments that I'm trying to play here. Just, you know, I can't do it. Maybe some of you are. You know, the Jesse Lonuses, shout out Jesse. The Sean Deebs, you know, maybe they feel like, you know, they're able to balance that. You know, I know after year, that's dividing my focus like that does not bode well. So, yeah, and again. Das ist ein großer und auch wichtiger Punkt, würde ich auch sagen, deswegen unterbreche ich hier nochmal. Das finde ich sehr, sehr gut, dass er das auch nochmal so rauspointet und sagt, weil, wenn er das nicht so machen würde, dann würde das komplett dem widersprechen, was er am Anfang gesagt hat. Weil dem hinterher zu jagen, Spieler des Jahres zu werden, also ich glaube, für viele ist es gar nicht bewusst, wie krank viele Events und auch über einen ultra langen Zeitraum ihr da durchgrinden musst. Und vor allem, da gehören dann verschiedene Varianten dazu. Also ihr müsst, keine Ahnung, Omaha, High-Low, normales Omaha, Raz, Stud High-Low, normales Stud Horse, also so wirklich freaky Varianten und die durcheinander und oft sind auch 2 Events parallel, wo dann halt natürlich der Versuch ist, okay, wie mache ich das jetzt? Da endet jetzt die späte Anmeldung. Hier habe ich aber einen scheiß Stack, deswegen ich gamble jetzt lieber mit dem Stack, weil entweder habe ich einen Big Stack und komme in dem Turnier weit, um Punkte für diese Rangliste zu bekommen, oder ich fliege raus und kaufe mich aber dann schnell noch bei dem anderen Turnier ein, wo die späte Anmeldephase bald vorbei ist. Und das führt natürlich dazu, gerade zu diesem, was er davor erklärt hat, zu diesem schlampigen Spielen und Gamblen. Und das ist halt super schlecht für die Winrate und eben auch, wie er gesagt hat, er wird dann oft spielen, obwohl er sich gar nicht wohlfühlt. Und er will eigentlich nur spielen, wenn er sich gut fühlt, so. Weil sonst ist es irgendwann nur noch eine Qual und das führt automatisch zu schlechterer Performance. Und das finde ich sehr, sehr geil, weil, wenn er dem jetzt trotzdem hinterherjagen würde, würde sich das komplett mit dem, was er davor gesagt hat, widersprechen. Aber so ist es flüssig und passt einfach zusammen. The system itself, it's very, very broken. It's too heavily related to volume, number of caches, all this kind of stuff. So it's all about quantity over quality. And that's going to be a flip in 2024. We are going to focus on quality over quantity. The number of events I'm going to be playing is going to go down, right? That means the chances of me winning World Series Poker Player of the Year also go down. But obviously, you know, if I'm more focused on the events that I do play, likely going to be the higher buy-in stuff. So you won't see me most likely playing the $300 Gladiator in 2024. You're going to see me playing, you know, the shorter field, high buy-in events, and might mean some World Series of Poker vlogs where it's just me taking a day off with the man at home because I don't feel like playing that day. I want to gear up for the events that matter most, and those are going to be, you know, the high buy-in, smaller field events. So with that, you know, if you take a look, I don't know when you put this in, but you know, this is the year. So we're still up. The last couple of years, we haven't made any money. The last 2 years, you know, I had a rough 2002 until the big Super High Roller Bowl win. So it's been about 2 years of these weird situations. So I look at it and I say, okay, well, big part of it is luck, but also there's things I can do better. I can increase my focus on what matters. And that's going to be the bottom line in 2024, which is focusing on, and I'm probably going to, you know, do the packages thing. And again, no markup, but obviously you're like, why the hell would you charge markup? You lost this year, buddy. I don't want a piece of you. Well, then don't buy a piece, you know. But I'm very confident in myself. As I said, only 2 caches that were like 100K plus. That's really rare. I don't think that's happened to me. I mean, we can look at the Hendon Mob, but I can't remember a year where that, probably like the late 90s or something, where I've had, you know, just a void of all those. So I'm sure a lot of you listened to everything I said, and you're going to tell me that I'm wrong, right? And that I don't know what I'm talking about, and that you know better than me. And
I guess what's the word? Wir lesen gleich noch die Kommentare. Is what I usually say to people. I really genuinely. Moment, jetzt habe ich da reingequatscht. Was hat er gesagt? What I usually say to people. What I'm talking about, and that you know better than me, and I guess what's the word? All the best to you and your family is what I usually say to people. Alles Gute. I really genuinely am not looking for unsolicited advice because I find it nauseating, to be honest, to a certain degree. And I see it on social all the time, and I, for the most part, ignore it. But sometimes I'm like, oh my God, are you watching what's going on? Anyway, I do feel there were moments in 2023 where I played some of my absolute best poker. So my A game was elevated to a degree it's never been, but the complacency because of number of events was also weaker than my baseline, right? So if you give yourself a grade of A to F in terms of what you play like, and like a B or a B minus or a C is just your middle of the road. I played a lot more A, like really high end stuff, some A plus stuff, but there was too much D minus. There was too much D minus in there. So we're going to try to eliminate the D minus, focus more on A plus efforts in 2024, and this is what holding yourself accountable looks like. Okay, I could easily just I could lie, right, and say, oh no, yeah, I didn't win, or B. Ach, er hat dieses Jahr schon einen Score mit 218k. Wir haben jetzt heute den 4. Also schon einen größeren Score als jeden Score im letzten kompletten Jahr. Ja, guck, das ist halt das ist genau das. Okay. I could just not share this with you, but then that wouldn't be authentic and real, right? I'm not just going to share my winning years. I'm going to share my losing years. So when I see this number, it just motivates me. It lights a fire under my butt. Like I said, 2024, look out, because D-Negs is coming for you. Peace. Jawohl, okay, schönes Ende. Ich muss sagen, trotzdem sehr transparent, also dadurch mega gut. Sehr gut aufgebaut, das Video. Mega nice. Ja, ich habe auch den ersten Kommentar schon gelesen, den ich auch sehr passend finde. Hey Daniel, I've been a fan for almost 20 years and I have to say that win or lose, you're always a class act and a great ambassador for the game. Best of luck. Also ja, das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Also es ist einfach so, ja, sehr geil, dass auch dass er alle Seiten zeigt und außer mal ein paar Ausraster, die man auf irgendwelchen Videos sieht oder so sieht, ist er immer wirklich sehr, sehr gut für das Spiel gewesen und ein klasse Typ. Einfach. Genau. Jetzt mal gucken, ob wir noch mal so Scheißkommentare finden, aber ich glaube, es überwiegt wahrscheinlich das Positive. It's both more relatable and responsible to also show the tough times in gambling. Daniels transparency is what separates him from the pack. Genau. Okay, ja, geht wahrscheinlich hier. Es ist sehr positives Feedback einfach. Nichts zu lästern. Kein Trash. Ja, es ist eher nur positives. Ja, es ist eigentlich nur positives Feedback. Da findet man nichts. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonnieren nicht vergessen und Daumen hoch. Das ist beides kostenlos. Vertraut mir. Kommentar schreiben auch. Da auch gerne reinschreiben, wenn ich noch auf andere Videos reagieren soll. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.